Hallo, heute wollen wir euch mal den Beifuß vorstellen. Eine sehr alte Pflanze, die als Zauberpflanze, psychoaktive Pflanze, Heilpflanze und vieles mehr schon Verwendung fand. Außerdem werdet ihr in diesem Video auch erfahren, woher wir eigentlich all unser Wissen haben. Also dann, auf geht's! Zu Beginn gucken wir mal, wo der Beifuß so wächst, und hier ist er schon gefunden, da ist er am Start. Und was haben wir hier so für eine Situation? Wir haben hier zum einen erstmal einen sehr nährstoffreichen Boden. Das ist also beim Beifuß etwas ganz Klassisches. Dafür ist er auch eine richtig gute Zeigerpflanze sozusagen. Er zeigt uns an, dass sehr viel Stickstoff im Boden ist. Ansonsten ist er eigentlich eine relativ flexible Pflanze. In der Tendenz mag er schon eher viel Licht. Hier hat er zum Beispiel eigentlich fast den ganzen Tag Sonne, wenn sie scheint. An anderen Orten wächst er auch durchaus mal im Halbschatten. Aber so die Tendenz zum Licht ist auf jeden Fall da. Der Boden ist hier so ein bisschen frischer in dem Fall, denn hier ist so ein kleines Vlies in der Nähe auch. Ansonsten ist er sehr flexibel, also was zum Beispiel so Boden-pH-Wert angeht oder sowas, da kann er alles ab, ja, basisch und sauer, das ist dem relativ egal. Er hat aber auf jeden Fall eine Vorliebe für Menschen in gewisser Weise, denn er wächst schon meistens dort, wo Menschen tätig sind. Ja, es ist eine typische Begleitpflanze vom Ackerbau, aber natürlich auch eben so von Straßen, ja, am Straßenrand und von Wanderwegen am Wegesrand, ja, auch so in der Nähe von Bahnen, Gleisen und so. Eben Orte, die von Menschen stark geprägt sind, die bevorzugt er, und deswegen gibt es auch so ein bisschen die Vermutung historisch, dass er sich vor allen Dingen eben mit dem Ackerbau und so der Sesshaftigkeit von Menschen und so erst so richtig ausgebreitet hat. Auch der Beifuß, dass er vorher vielleicht etwas seltener war, aber dadurch jetzt halt richtig häufig geworden ist. Der Beifuß lässt sich ganz wunderbar bestimmen, der ist sehr einfach bestimmbar, und das wollen wir jetzt auch mal direkt machen. Aus der Ferne betrachtet, was sehen wir denn da? Eine Pflanze, die ist vielleicht 50 cm groß, die ist aber vielleicht auch 2 Meter groß. Also an dem Ort haben wir hier solche Exemplare, die werden richtig, richtig massiv und groß. Was sehen wir noch? Irgendwie eine Pflanze, die zum einen so Grüntöne hat, dunkelgrün, aber auch recht viel Silber. Und da gucken wir mal, wo das so unter anderem herkommt. Und das rührt zum Beispiel von den Blättern her. Hier haben wir mal so eins, die werden als fiederspaltig bezeichnet. Ja, das heißt, wir haben halt so ein Blatt, wo überall so spitz ablaufende Teile abgehen, die recht schmal sind, ne, und immer spitz. Das ist hier so auch noch sogar rundherum gesägt in dem Fall. Ja, bei manchen ist es auch ein bisschen anders. Da ist es jetzt nicht ganz so. Ne? Hier sind sie eher so einzelne, wie so kleine Lanzen so ein bisschen, die hier so abgehen. Also da kann es so ein bisschen so unterschiedlich sein, ja, manchmal rundherum gesägt, manchmal halt eher so. Dann ist es so, dass wir auf der Oberseite eben so ein richtig schönes Dunkelgrün haben bei dem Blatt, was so ein bisschen glänzend ist auch. Und auf der Unterseite, da ist es halt ganz anders, denn da sind die Blätter eben silbrig und so filzig behaart. Und das ist eben ganz, ganz typisch für Beifuß, so ein ganz klassisches Merkmal, dass das Blatt eben oben dunkelgrün ist und unten silbrig und filzig behaart. Ja, ganz typisch Beifuß. So, dann haben wir einen Stängel. Ja, die Pflanzen werden ziemlich massiv und groß, dementsprechend haben sie natürlich auch einen recht stabilen Stängel. Der Stängel, der fühlt sich recht holzig an, sehr fest und stabil eben. Ja, wirklich wie, als wenn er aus Holz wäre. Und der ist so ein bisschen, ja, gerillt irgendwie, ne, gefurcht, so kantig. Jetzt halt nicht so perfekt rund und glatt, ja, sondern eher eben so ein bisschen gröber und anders. Und von den Farben haben wir da Grüntöne und Dunkelrot, ja, recht viel so Dunkelrot, vielleicht auch manchmal so ein bisschen Purpur und sowas. Also das ist bei dem Stängel ganz, ganz typisch. So, und dann haben wir noch was wir auch aus der Ferne schon jetzt sehen, gerade im Sommer, nämlich hier diese silbrigen Rispen, die wir hier überall haben, die davon abgehen. Ja, sowas wie das hier zum Beispiel. Und diese silbrigen Rispen, das sind jetzt hier die Knospen in dem Fall. Ja, die sind eben so ein bisschen wie die Blattunterseiten in so einem Silberton gehalten. So sehen die als Knospen aus. Später haben wir dann das hier. Die Pflanze, die blüht jetzt hier schon. Ja, da öffnen sich halt diese kleinen Blüten, diese kleinen Kügelchen, und fangen eben an, wunderbar zu blühen. Und die Blüte ist dann recht unscheinbar, weil sie so klein ist, aber von nahem betrachtet sieht man doch, da sind doch ein paar Farben auch im Spiel. Die ist so ein bisschen gelb und rot, ja, von der Blühfarbe her. So schaut der Beifuß in etwa aus. Und dann haben wir natürlich noch ein anderes Merkmal, was sehr, sehr wichtig ist, und das nehmen wir aber nicht mit den Augen wahr, sondern mit der Nase. Und das ist dieser wunderbar aromatische Duft, den der Beifuß hat, denn er steckt ja voller ätherischer Öle. Darauf kommen wir ja später auch nochmal dann zurück. Der Beifuß hat auch ein paar ökologische Besonderheiten. Einerseits ist es erstmal eine Pflanze des Windes. Ja, es ist auch gerade richtig windig. Das heißt, es muss ihm eigentlich gerade ziemlich gut gefallen, denn er verbreitet seine Pollen vor allen Dingen mit Hilfe vom Wind. Ja, das ist bei dem halt sehr beliebt. Der steht ja auch gerne eben an so ein bisschen offeneren Orten, da wo der Wind halt auch mal gut durchpfeift. Und so funktioniert bei dem die Bestäubung, ja, über Pollenverbreitung durch Wind. Das Ganze macht er dann auch zu bestimmten Tageszeiten am liebsten. Der ist eher so ein Frühaufsteher.
Ja, so 6 Uhr morgens oder so geht es bei dem schon los. Und vormittags ist dann aber auch Feierabend. Ja, also jetzt hier nicht so Vollzeitjob ist bei dem auch nicht angesagt, sondern schön von morgens bis vormittags und dann ist auch wieder Ruhe angesagt. So ein bisschen funktioniert erstmal so die Verbreitung der Pollen und die Bestäubung. Ähnlich ist es dann auch später, wenn dann die Samen herangereift sind. Ja, auch die werden vor allen Dingen mit Hilfe vom Wind verbreitet, weil die sind dann auch sehr winzig klein. Und auch da setzt die Pflanze wieder auf den Wind, aber dann auch zum Teil auf Vögel, die dann hier und da halt auch mal ein bisschen was bearbeiten und rauspicken und sowas davon und da halt auch ein bisschen schlemmen wollen. Ansonsten ist der Beifuß auch eine sehr, sehr wichtige Pflanze, zum Beispiel für viele, viele Schmetterlingsarten. Ja, manche Schmetterlingslarven, die ernähren sich auch monophag, das heißt also ausschließlich nur von Beifuß. Für die ist es also wirklich überlebenswichtig. Für andere, die ernähren sich von allem Möglichen, aber unter anderem eben auch von Beifuß. Also für die ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig für die Schmetterlinge, dass der Beifuß da ist. Ne? So eine alte, gestandene Pflanze, die es halt hier schon sehr lange gibt, ist hier natürlich auch wunderbar in die Ökosysteme integriert. Dann gibt es noch eine kleine Besonderheit. Der Beifuß, der lässt sich nämlich einsetzen, möglicherweise, das ist so ein bisschen Forschungsgegenstand, für Phytoremediation. Das heißt, man zieht zum Beispiel Schwermetalle oder ähnliche Sachen aus kontaminierten Böden. Ja? Wenn ihr zum Beispiel mal das Video vom Austernseitling geschaut habt, da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass man eben mit Austernseitling Schwermetalle aus den Böden herauszieht, dass die Böden wieder sauber sind und man die irgendwie erstmal wieder weg hat. Ja, und ähnliche Sachen kann man anscheinend vielleicht auch mal mit dem Beifuß machen. Also dahingehend gibt es auf jeden Fall Experimente, den eben einzusetzen, um kontaminierte Böden zu reinigen. Wie vorhin schon bei der Bestimmung angesprochen, enthält der Beifuß alle möglichen ätherischen Öle. Ja, da enthält er wirklich sehr, sehr viele, einen großen Cocktail. Mit dabei sind unter anderem zum Beispiel auch psychoaktive ätherische Öle, wie zum Beispiel das Toujon oder auch Kampfer. Ja, wenn ihr euch für Toujon insbesondere interessiert, dann sei euch auf jeden Fall unser Video zum Reinfahren ans Herz gelegt, denn da geht es sehr, sehr viel um dieses ätherische Öl und die Wirkung, was es so macht. Also das Video solltet ihr euch im Anschluss dann auf jeden Fall mal anschauen. Ja, also das ist ein Hauptbestandteil vom Beifuß, die ätherischen Öle. Da kommen dann auch viele der Wirkungen her, die er so hat auf den Organismus und so, ja, aus diesen Ölen. Aber er enthält auch noch andere Sachen, zum Beispiel Bitterstoffe, Gerbstoffe und auch Flavonoide. Also der ist recht gut ausgestattet mit allem Möglichen. Als nächstes schauen wir uns mal die Wirkungen und Studien an zum Beifuß und da beginnen wir erstmal mit so Kontraindikationen, also eher negativen Wirkungen. Sehr viele Menschen haben eine Beifuß-Pollenallergie, also das hat er leider so an sich, ja. Und dann haben aber auch manche Menschen eine Lebensmittelallergie auf den Beifuß, das ist also was anderes. Sprich, da kriegt man allergische Reaktionen, wenn man den Beifuß über den Mund aufnimmt, zum Beispiel wenn man ihn isst oder einen Tee daraus trinkt. Da sollte man also auf jeden Fall sich vorsichtig rantasten an diese Pflanze, wenn man die noch nie konsumiert hat. Ansonsten sollte Beifuß auch niemals in der Schwangerschaft oder Stillzeit konsumiert werden. Er enthält ja zum Beispiel Toujon und das wirkt sich da auf jeden Fall auch negativ aus. So, dann schauen wir uns jetzt mal Studien an. Und da ist es so, man kann jetzt eigentlich kaum sagen, der Beifuß hat die und die Heilwirkungen, denn es gibt einfach, wie das so oft so ist bei Pflanzen und Pilzen, nicht wirklich viele Studien. Und die es gibt, sind halt nicht aussagekräftig genug, um da jetzt Wirkungen beim Menschen daraus ableiten zu können. Wir haben In-vitro-Versuche und wir haben Tierversuche und bei denen ist es so, was dabei rauskommt, könnte bei Menschen so zutreffend sein, muss es aber nicht. Ne? Sind also nur sozusagen Indizien. In den In-vitro-Versuchen ist herausgekommen, dass er eine antifungale, antitumor, antibakterielle und antioxidative Wirkung hat. In den Tierversuchen ist dann zum Beispiel herausgekommen, dass er eine entzündungshemmende Wirkung hat, eine blutfettsenkende Wirkung, eine leberschützende Wirkung. Ansonsten haben wir da auch noch eine östrogene Wirkung und eine Wirkung, die die Fruchtbarkeit vermindert hat in einem Versuch mit Ratten. Und wir haben auch noch eine krampflösende Wirkung, eine schmerzlindernde Wirkung und eine erweiternde Wirkung auf die Bronchien. Also lauter viele verschiedene interessante Ergebnisse, aber wie gesagt, einfach so auf den Menschen übertragbar ist das alles nicht. Der Beifuß, der hat schon einige Jahre an Geschichte auf dem Buckel, ja, schon wirklich ein paar mehr, denn es gibt Ausgrabungen, die gehen zurück sozusagen in die Neandertaler-Zeit und da hat man eben aus dieser Zeit ein Blumengrab gefunden, wo wohl auch Beifuß mit vergraben war. Und das könnte eventuell sogar 70.000 Jahre alt sein, dieses Grab. Also war der Beifuß da möglicherweise schon damals eine relevante Pflanze gewesen. So, dann gehen wir jetzt mal ein paar tausend Jahre aber vorwärts und wir schauen jetzt mal an, die Griechen, die Römer, die Kelten, die Germanen, die Ägypter. In all diesen Kulturen war der Beifuß eigentlich immer eine der wichtigsten Heil- und Zauberpflanzen. Also wirklich da überall hat er eine Rolle gespielt tatsächlich. Ne? Das ist natürlich schon faszinierend.
Ja, viele Pflanzen waren ja dann nur mal dort oder nur dort. Bei dem, der ist wirklich so ein Universalgenie. So, und eine Sache, die schauen wir uns jetzt mal als erstes an, das ist so der Einsatz in der Frauenheilkunde. Das ist so ein ganz zentrales Element vom Beifuß, auch in verschiedenen Kulturen tatsächlich. Zum einen heißt er ja auch Artemisia. Das kommt eben wahrscheinlich daher von Artemis, der griechischen Göttin, und die ist sozusagen die Schutzpatronin der Schwangeren und der frisch gewordenen Mütter. Ja, und im alten Griechenland war sozusagen der Beifuß der Artemis geweiht, wurde auch in Riten, die zu Ehren der Artemis stattfanden, verwendet. Dementsprechend waren natürlich auch die Anwendungen medizinisch. Also der Beifuß wurde in der Geschichte nicht nur in Griechenland, sondern eben auch in anderen Orten, vor allen Dingen eben in der Frauenheilkunde angewendet, zum Beispiel bei Menstruationsbeschwerden, aber auch zur Beschleunigung der Geburt, aber auch zur Abtreibung und auch als Fruchtbarkeitsmittel. Auch wenn wir jetzt natürlich eine Tierstudie haben, die da ein bisschen was Gegenteiliges sagt, aber so war eben die Verwendung in der Geschichte. Das war also primäres Element. Sekundär gab es dann erst sowas wie, dass die eingesetzt worden ist bei Verdauungsbeschwerden, bei Leberleiden oder auch als harntreibendes Mittel. Das wurde aber nicht nur innerlich in der Frauenheilkunde verwendet, sondern zum Teil auch äußerlich. Ja, und zwar bei der Geburt, da gab es also zwei verschiedene sozusagen ja, Sachen, die man in der Geschichte gemacht hat. Das eine ist, dass die Frauen teilweise während der Geburt einen Strauß mit Beifuß in der Hand gehalten haben. Und der Glaube dabei war der folgende, dass man eben dachte, dass das Kind so besser von der Anderswelt in diese Welt hier hineingeboren werden kann, wenn der Beifuß da in der Nähe ist sozusagen und in der Hand gehalten wird. Das andere, was man auch gemacht hat nach der Geburt, ja, direkt danach war es, den Frauen Beifuß um den Bauch zu binden, weil man gedacht hat, das schützt die Frau sozusagen, dann kann sie sich schneller erholen von der Geburt. Aber es war dabei wohl auch sehr wichtig zu beachten, dass man es nicht zu lange gemacht hat, weil da hatte man dann Angst, dass es sich schädlich auf die Organe auswirken kann. Ja, was auch noch ganz interessant ist, gibt es auch Aufzeichnungen, dass sozusagen früher mal noch der Beifuß unterschieden worden ist zwischen zwei verschiedenen. Und zwar hat man einen rotstieligen und einen weißstieligen Beifuß unterschieden, ja, auch wenn es eigentlich die gleiche Art war wahrscheinlich. Und man hat eben gesagt, wenn man beim rotstieligen Beifuß die Blätter von oben nach unten abstreift, dann hilft das bei verspäteter Menstruation, um die einzuleiten. Wenn man wiederum weißstieligen Beifuß hat und dann von unten nach oben die Blätter abzieht, dann hilft das bei einer zu starken Menstruation. Also das war auch eben so eine Sache, die man gemacht hat mit dem Beifuß. Der Beifuß fand in der Geschichte aber nicht nur als eine Heilpflanze Verwendung, sondern auch eben als eine Zauber- und Schutzpflanze. Und insbesondere Schutzpflanze ist da das richtige Wort, denn gerade in Mitteleuropa bei den Germanen und Kelten war es wirklich sehr wichtig als Schutz vor bösem Zauber, ja, vor Hexerei, vor Dämonen, vor bösen Geistern. All solchen Sachen wurde der Beifuß da eingesetzt. Und das fand zum Beispiel so statt, dass man den verräuchert hat, eben als Schutz, oder dass man den auch im Haus aufgehangen hat und so eine Schutzwirkung sich erhofft hat davon. Und da gab es eben auch verschiedene Rituale, zum Beispiel Sommersonnenwend-Rituale, wo man eben ein Feuer zur Sommersonnenwende gemacht hat und dann mit Beifußkränzen um dieses Feuer herumgetanzt ist und dann zum Ende hin den Kranz genommen hat und ins Feuer geworfen hat und somit eben auch all die schlechte Energie und all den bösen Zauber mit in das Feuer hereinwerfen wollte. Und so ähnlich hat man es auch gemacht, teilweise mit Kranken. Also auch da hat man eben gedacht, man kann mit dem Beifuß die Kranken schon heilen, indem man sie einfach sozusagen den Beifuß über sie streift zum Beispiel. Und die Idee davon war, dass der Beifuß sozusagen die Krankheit, die bösen Geister aufnimmt und dann konnte man ihn eben wegwerfen und mit ihm dann eben auch diese ganzen bösen Geister und sowas. Nicht nur zur Sommersonnenwende wurde der Beifuß aber verwendet, sondern auch insbesondere zur Wintersonnenwende. Und da wurde eben auch sehr viel verräuchert im Haus, im Stall und so weiter und auch in den Rauhnächten. Und es gibt so ein bisschen die Vermutung, dass eben aus diesen alten Riten und Ritualen, den Beifuß da eben als Zauberpflanze zu verräuchern an diesen Tagen, das entstanden ist, was wir jetzt haben, dass sozusagen Beifuß an Weihnachten in den Gänsebraten hereingesteckt wird, dass das eigentlich den Ursprung hat, ebenso in so keltischen und germanischen Riten, wo er ursprünglich eben mal in so Riten verräuchert worden ist. Ja, also das ist eben auch ein weiteres zentrales Element neben der Frauenheilkunde, eben auch die Schutzpflanze Beifuß. Um den Beifuß ranken sich auch ein paar interessante Sagen und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zum einen haben wir da eine Sage, da geht es um den Johannistag. Und zwar gab es mal diese Sage, dass es am Johannistag
unter dem Beifuß sogenannte Torellensteine gibt oder auch Narrenkohle wurde das Ganze genannt. Und es war eben sowas wie so eine glühende Kohle oder glühende Steine, die dort angeblich nur am Johannistag liegen unter dem Beifuß. Und teilweise hieß es auch, dass nur Jungfrauen und Kinder diese Steine überhaupt sehen können. Und dass sie auch von einem schwarzen Hund bewacht werden. Und die mussten dann sozusagen dorthin gehen und das hieß dann, wenn die dann sowas finden und die so einen Torellenstein oder so eine Narrenkohle gefunden haben, dass die dann eben ganz besondere Heilkräfte haben, die dann einem wirklich von aller Art Fieber heilen kann und sowas alles. Also diese Steine galten eben als sowas Sagenumwobenes, was man da unter dem Beifuß zu diesem einen Tag finden konnte. Als nächstes haben wir noch eine Sage aus Böhmen, die definitiv auch sehr interessant ist und die ganze Sache findet am Karfreitag statt. Und zwar hieß es da, man soll Folgendes tun. Man soll am Karfreitag rückwärts und schweigend zu einem Beifuß laufen. Wenn man dann angekommen ist, gräbt man ihn aus mitsamt der Wurzel. In der Wurzel findet man einen schwarzen Wurm. Diesen schwarzen Wurm sperrt man dann in eine Flasche. Die nimmt man dann mit und dann macht man Folgendes. Man darf sich 9 Tage lang nicht mehr waschen, man darf 9 Tage lang nicht mehr beten, und man muss jeden Tag zu diesen 9 Tagen zum Mittagessen immer Brot unter den Tisch werfen. Und wenn man das alles schön befolgt, dann fängt am 9. Tag der schwarze Wurm plötzlich an zu sprechen und tut alles, was man sagt. Und so kann man zum Beispiel auch zu sehr viel Reichtum kommen. Ja, und der lebt eben wohl, wie gesagt, unter dem Beifuß. Als nächstes widmen wir uns dann nochmal einer Frage, die ihr uns schon oft gestellt habt, nämlich woher wisst ihr das eigentlich alles immer? Und das können wir jetzt tatsächlich hier in diesem Video mal endlich wahrheitsgemäß sozusagen euch offenbaren. Und zwar eine Sage, die besagt, dass es unter alten Haselnusssträuchern sogenannte Haselwürmer gibt. Ja, und diese Haselwürmer sind halb Mensch, halb Schlange. Und wenn man an einem Neumondtag vor Sonnenaufgang zu so einem Haselstrauch geht und den richtigen Zauberspruch sagt, dann wird dieser Haselwurm hervorkommen. Als nächstes braucht man dann getrockneten Beifuß, denn man muss den getrockneten Beifuß auf diesen Haselwurm draufstreuen, damit er sich erstmal beruhigt und ein bisschen runterkommt. Als nächstes muss man dann von ihm essen, von diesem Haselwurm, und dann wird man zu besonderen Kräften kommen, zum Beispiel Unsichtbarkeitszauber oder das Wissen über die Heilkräfte aller Kräuter. Und dieser Sage nach hat eben auch Paracelsus wohl so einen Haselwurm gefuttert und deswegen ist er dann so schlau geworden. Interessante Sage und eben auch der Grund, woher wir alles wissen. Ja, ansonsten gibt es noch eine kleine Sache, nämlich dass der Beifuß, hieß es, wenn man ihn mitnimmt auf Wanderungen, einen sozusagen endlose Energie gibt und man nicht mehr erschöpft sein wird, wenn man den dabei trägt, aber man muss ihn beim Fuß tragen und das ist auch eine mögliche Erklärung, warum der Beifuß überhaupt Beifuß heißt. Nun wollen wir uns mal der Verwendung vom Beifuß widmen und zwar sowohl in der Geschichte als auch heute. Und natürlich auch der Verwendung als Rauschkraut und darum habe ich mir auch schon mal so einen Kranz aufgesetzt, damit es kein böses Blut gibt. Ne? Das kann ja dann nur klappen. Also in der Geschichte wurde der Beifuß sehr viel eingesetzt, zum Beispiel auch zum Bierbrauen. Ja, ihr kennt das ja vielleicht schon aus ein paar unserer Videos. Vor dem Reinheitsgebot wurden ja sehr, sehr viele Kräuter verwendet, um Bier zu brauen und eben nicht nur Hopfen, sondern eben auch Gundelrebe, oder eben sogar Sachen wie Bilsenkraut, aber eben auch der Beifuß war da mit dabei. Ja, das hat sich natürlich alles geändert. Mittlerweile ist nur noch Hopfen im Bier. Natürlich sehr schade, ja. Das war eben alles mal ganz, ganz anders. Ansonsten ist der Beifuß jetzt und auch in der Geschichte ja vor allen Dingen auch ein Würzkraut. Es ist jetzt nicht gerade das Kraut, wo man unbedingt Salat draus macht. Ja, die Blätter sind da auch nicht so geeignet und enthält ja schon auch recht potente ätherische Öle und so. Ist halt eh die Frage, ob man da so viel auf einmal von konsumieren möchte überhaupt. Aber als Würzkraut findet er schon Verwendung. Hier im deutschsprachigen Raum ja vor allen Dingen eigentlich fast ausschließlich nur als Füllung für die Weihnachtsgans. Wenn man jetzt ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, sieht man in anderen Ländern, wird er zum Beispiel auch verwendet, um Reisgerichte zu aromatisieren und vieles mehr. Also als Würzkraut ist er schon in den Ländern, wo er so wächst, recht beliebt. Ja, ansonsten haben wir noch andere Verwendungen. Man kann daraus zum Beispiel eine Beifußjauche machen, die auch so ein bisschen insektizid wirkt. Also so ähnlich wie das mit der Brennnesseljauche ist, geht es auch mit dem Beifuß tatsächlich. Ja, Beifuß wird mittlerweile auch in Kosmetikprodukten teilweise verwendet und es soll wohl so einen Anti-Aging- und Anti-Falten-Effekt haben. Ja, wer weiß, aber wird auf jeden Fall gemacht. Und dann ist natürlich noch eine Verwendung als Räucherkraut. Ja, ganz klar. Wir haben es ja gesehen, in der
europäischen Geschichte war es ja schon so, dass der Beifuß sehr viel verwendet worden ist als Räucherkraut, aber auch andererorts, ja, wo wir jetzt andere Beifußarten haben, nicht diesen hier, sondern eben verwandte Beifußarten, zum Beispiel in Amerika, ja, oder im asiatischen Kontinent. Da wird auch Beifuß verräuchert und auch in diesen Regionen ist es immer eine Pflanze, die sehr im engen Kontakt steht mit Schamanismus, mit Ritualen, ja, mit psychedelischen Zeremonien und all sowas. Da kommt der Beifuß wirklich sehr oft als Räucherkraut zum Einsatz. Und das sind dann andere Arten, aber die sind sehr nah verwandt auf jeden Fall. Deswegen klar, Beifuß räuchern ist auf jeden Fall eine Verwendung. Ansonsten natürlich auch Tees. Ja, wir haben ja zum Beispiel im 90.000er Livestream auch einen Tee da draus gebraut und das schmeckt natürlich auch ganz lecker und ist was ganz Feines. Und dann kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen so langsam zu der Verwendung als Rauschkraut, denn der Beifuß findet in den letzten Jahren da doch immer mehr Verwendung und man findet immer mehr Berichte im Internet. Das sind natürlich keine Studien, sondern das ist alles anekdotisch. Er ist zum einen recht beliebt mittlerweile getrocknet als Rauchkraut, teilweise als Cannabis-Substitut, teilweise aber auch in einfach Kräutermischungen, die dann mit allem Möglichen halt kombiniert werden, ne? Und da wird dem halt so ein bisschen so eine leicht beruhigende Wirkung nachgesagt. Haben wir auch schon probiert, ja, das zu rauchen. War ganz okay, vielleicht auch nur Placebo, wer weiß. War recht milde auf jeden Fall, aber auch ganz angenehm vom Geschmack tatsächlich her. Ja, eine weitere Verwendung ist es dann eben auch, den Beifuß als Tee zu verwenden oder auch zu rauchen, um dann danach luzide Träume zu erreichen. Ja? Also das ist so was ganz, ganz Dolles. Da gibt es mittlerweile sehr viele Berichte. Das haben wir auch schon probiert in den letzten Jahren. Wir haben das besonders gerne gemacht, dass wir den Beifuß mit Birkenporling kombinieren als Tee. Und da haben wir auch tatsächlich schon gute, intensive Traumerfahrungen machen können. Also da scheint doch schon was dran zu sein an der ganzen Sache, dass es dafür definitiv ein sehr nettes Kraut ist. Nicht nur um die Träume zu intensivieren, sondern auch um dann am nächsten Tag eine bessere Erinnerung an die Träume zu haben. Denn das ist ja auch nicht immer so, was immer so ausgeprägt ist. Ja, das sind so ein paar Verwendungen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr mit dem Beifuß so macht oder ob ihr vielleicht auch Erfahrungen damit habt, zum Beispiel beim luziden Träumen oder ähnlichen Sachen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann gibt es jetzt noch mal ein paar Empfehlungen, nämlich hier das Video zum Reinfahren, der ja zum Beispiel mit dem Toujon auch einen Inhaltsstoff hat, den wir auch hier im Beifuß finden. Ja, der kann man jetzt auch zur gleichen Zeit finden. Also hier geht es zum Reinfahren und hier geht es zu einer Playlist, da geht es rund ums Räuchern, ja, mit allen möglichen Pflanzen, die man hier so finden kann, die man schön verräuchern kann. Und dann bis bald.